Meine wichtigsten Learnings aus jetzt über 10 Jahren Faszination Freiheit. Jeden Freitag ein neues Tippvideo, das ist auch ein Jubiläum. Wir machen einen Rückblick, auch Reflexion in die aktuelle Situation und Zukunftsausblick, die meines Erachtens 10 wichtigsten Themen für die Zukunft. Und hier können wir mal gemeinsam anstoßen. Das ist hier ein Berry Smoothie mit Kokoswasser. Liebe Grüße hier aktuell aus dem entspannten Paraguay, was wir im Hintergrund sehen. Und da haben sich gerade eben auch noch die Schäfchen hier hinzugesellt für dieses Video. Also nicht wundern, wenn man die auch ein bisschen im Hintergrund hört. Also, wie gesagt, heute mein Rückblick. Seit über 10 Jahren jeden Freitag ein neues Tippvideo. Ja, also ob sonnig war, gestürmt, geschneit, ob Weihnachten, ob Neujahr, Pfingsten, Ostern etc., ob Urlaub. Es gab jeden Freitag seit über 10 Jahren ein neues Tippvideo. Ja, und von dem her heute auch mal ein bisschen reflektiert. Und ich muss sagen, das heutige Video hat mich durchaus ein bisschen nachdenklich gemacht. Und ich fasse ja auch meine wichtigsten Learnings, also Lernerfahrungen, heute hier zusammen. Wie gesagt, ein kleiner Zukunftsausblick. Ja, wie war denn die Welt und das Leben noch vor über 10 Jahren? Und zusammengefasst muss ich sagen, wenn man jetzt 2016 zurückdenkt, ich glaube, da war die Welt vielfach noch in Ordnung. Ja, es gab relativ hohe Verschuldungen, aber bei weitem noch nicht so überschuldet wie heute. Kriege waren damals erfreulicherweise im Prinzip überhaupt kein Thema. Das Thema Immigration, das gab es schon, aber so die ganzen Herausforderungen, also auch für das Thema Sicherheit beispielsweise oder auch Sozialsysteme, dass die ja förmlich geplündert werden, das gab es in dieser Art und Weise nicht. Ja, und auf Weihnachtsmärkte ist man halt einfach hingegangen und muss sich auch keine Gedanken oder Sorgen machen. Ja, hoffentlich gibt es da keine mit Messern oder keinen Terrorismus-Attacke oder dass dann irgendwie Autos dort hineinkommen. Ja, und auch für Sicherheitsvorkehrungen 100.000 Euro, die sich dann manche Weihnachtsmärkte gar nicht mehr leisten konnten und deswegen einfach komplett abgesagt werden. Das gab es damals noch nicht. Ja. Dann, die Wirtschaft lief noch recht gut. Wir sehen ja mal die letzten 10 Jahre, ja, so 2–3% Wirtschaftswachstum. Gut, nicht das höchste der Welt, aber immer noch relativ gut und stabil. Auch von den Arbeitsplätzen her und Co. Also irgendwie war die Welt noch ziemlich in Ordnung. Und da ist auch viel passiert. Unter anderem ja auch das Thema Covid. Dann wurden auf einmal Spaziergängen, das Spazierengehen untersagt. Ja, und es gab vielschichtige, ja, Motivation, um bestimmte Dinge dann beispielsweise zu tun. Also faszinierend, was dann alles passiert ist, dass wir das alles nicht vergessen, wie massiv Freiheitsrechte eingeschränkt worden sind, wo man im Nachhinein auch weiß, ja, dass vieles davon einfach Blödsinn war und vielleicht einfach ausgenutzt wurde, ja, um die Bevölkerung einfach ja, hinzutreiben, für mehr Kontrolle und für Macht. Und wenn wir uns die heutige Situation anschauen, wir hatten bereits hohe Inflationswellen und dass es auch Inflation, dass es eine Geldentwertung gibt, das dürfte wirklich dem Letzten klar sein und auch, dass wir das heute definitiv und nach wie vor haben. Aktuell haben wir eine Insolvenzrelle und Rekord von den letzten 20 Jahren, wie wir hier sehen können. Die Wirtschaftspolitik ist ein Desaster. Es gibt gar keine Wirtschaftswachstum mehr. Das Wirtschaftswunder, ja, das blaue Wirtschaftswunder, wurde uns ja versprochen und wurde auch dementsprechend geliefert. Die Grünen haben ja gesagt, das Antlitz des Landes und der Bevölkerung wird sich verändern. Also die Drohung ist wirklich wahr geworden. Dann Energiepolitik. Wir haben die mitteuersten Strompreise der Welt. Das ist fatal für ein Industrieland. Und deswegen wandern immer mehr und mehr Konzerne ab und auch generell immer mehr Leistungsträger, weil sie sich selber nicht wiederfinden für das, was sie liefern müssen und weil sie sich auch selber immer mehr als Melkkühe empfinden. Weil es auch mit den Steuern, was passiert auch aktuell wieder, weiter nach oben, um möglichst viel herauszupressen und herauszumelken von der Bevölkerung. Ja, also erstmal, dass möglichst viel von der Bevölkerung gezahlt wird, wie auch Merz beispielsweise auch aktuell gesagt hat, indirekt, ja, die Deutschen seien irgendwo zu faul, wir müssen mehr arbeiten. Ja, ist klar, um das ganze Sozialsystem und das, was ja mehr und mehr geplündert wird, das muss ja irgendwie bezahlt werden. Damals waren es noch ca. 20% Ausländeranteil. Inzwischen sind wir bei fast 50%. Das heißt, innerhalb auch sehr, sehr kurzer Zeit, das sind nur 10 Jahre, eine Anstieg um über 150%. Also überall, wo es negativ ist, sehen wir solche massiven Anstiege. Ja, und da, wo es eigentlich positiv wäre, wenn es einen Anstieg gäbe, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum und Co., da geht es in die andere Richtung. Außenpolitik, ein Desaster. Man spricht nicht mehr miteinander. Moralisierung, was nicht dasselbe ist wie Moral. Moral ist grundsätzlich gut, aber Moralisierung ist andere belehrend und denen drauf zu drücken, was die denn zu tun haben. Das mögen wir alle nicht gerne. Ja, trotzdem stört es der EU und auch Deutschland und Co. nicht, das auch weiterhin so zu machen und verprellen damit andere potenzielle Geschäftspartner und isolieren sich mehr und mehr. Und gleichzeitig
Ja, so werden Kriege angezettelt, wenn man nicht mehr miteinander spricht, das wäre Diplomatie, sondern nur übereinander und das negativ und man übereinander ablästert. Und es ist auch durchaus ähnlich zu vergleichen, wenn du eine Ehe hast und man spricht nicht mehr miteinander mit dem Partner und lästert über andere nur hinterrücks ab. Ja, was wird dann passieren? Ja, dann gibt es den Rosenkrieg. Und welche Form von Krieg gibt es dann bei Ländern? Ganz genau. Hoffen wir nicht, dass wir es sehen, aber das ist inzwischen die Politik, die leider mehr und mehr betrieben wird. Diplomatie, nein, macht man einfach nicht mehr. Ja, also am besten gar nicht miteinander reden und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt mal einige Bereiche und wir könnten da noch endlos weitermachen, aufgezählt. Und ich persönlich, wenn du mich fragst, ich glaube nicht, dass diese Prozesse wirkliche Zufälle sind. Dass es wirklich so konstant in allen wesentlichen und wichtigen Bereichen nach unten geht. Sondern meine Meinung ist, ja, die Politiker, die aktuell an der Macht sind, das sind definitiv nicht die hellsten. Aber extrem dumm oder beziehungsweise so dumm sind diese ebenfalls nicht. Die wissen schon, was Sache ist und was getan wird. Und die wissen auch, was die Bevölkerung eigentlich möchte, aber tun andere Dinge, aber es wird eben auf eine gewisse Art und Weise geframed. Also gerne mal drüber nachdenken, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Aber das Schöne ist, es gibt auch immer konstruktive Lösungen und ich hatte es, glaube ich, gar nicht erwähnt, ich befinde mich hier aktuell in Paraguay. Hier haben wir übrigens Winter, deswegen, normalerweise ist es hier ein bisschen wärmer, da hat man eigentlich immer ein T-Shirt. Ja, aber jetzt ist gerade Winter hier. So, was halt bedeutet, also in den wirklich so sehr, sehr kalten Wochen ist es so 15 bis 20 Grad tagsüber. Also ist so grob ein bisschen wie der Frühling, den wir in Deutschland gewöhnt sind. Also von dem her richtig kalt wird es hier nie und kann aber hier übrigens im Winter auch trotzdem 25 und 30 Grad gerne haben und sehr, sehr sonnig. Aber für den heutigen Videodreh war es jetzt muss ich sagen, wirklich perfekt. Und es ist ein unglaublich entspanntes Land. Und wenn wir da auch zurückblicken, es war auch so, wow, es dürften so 8 oder 9 Jahre her sein, wo wir die ersten Paraguay-Reisen gemacht haben. Ich glaube, es war 2017. Also was ja auch schon circa 9 Jahre inzwischen wären. Es sind inzwischen 35 Reisen, was wir hier gemacht haben, weil es einfach so ein hochspannendes Gesamtpaket hat. Und übrigens da die Aufenthaltsgenehmigung in Paraguay sind die letzten 2 Jahre förmlich explodiert. Unter anderem auch deutlich mehr Aufmerksamkeit für Länder wie Deutschland, Österreich, Schweiz etc. Und weil Paraguay einfach einfach sehr einfach ist, ein autarkes, ein sehr einfaches und gemütliches und günstiges Leben zu führen. Ja, weil es gibt im Prinzip außer Benzin und Öl gibt es keine Abhängigkeiten. Also es ist ein sehr, sehr fruchtbares Land. Man kann hier nicht erfrieren, das ist unmöglich. Man kann hier sehr, sehr günstig leben. Ja, es gibt ein riesen Wasserreservoir übrigens hier unter mir quasi, beziehungsweise unterhalb einen großen Teil von dem Land, wo man also quasi seinen eigenen Brunnen hat und da kann man autark wirklich bestes und frisches Wasser hier bekommen und viele weitere Aspekte, legal steuerfrei leben etc. Ja, aber es ist jetzt kein Paraguay-Video, aber das nur einfach, es muss nicht überall so sein von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also dann schauen wir uns auch mal an, ich habe auch mal reflektiert. Also was ist denn gut gelaufen, so die letzten 10 Jahre, auch hier in unserer Community und was sind wir alles durchgegangen. Und erstmal diese ganze Grundtendenz von den negativen Dingen, die waren auch damals schon vielfach in den Ansätzen dort mit dabei, haben auch damals schon darauf hingewiesen, gewarnt etc. Und hier dieser Schlüssel dazu. Das ist der Begriff Internationalisierung. Dadurch kannst du dich auf alles vorbereiten. Und zwar, also es muss nicht jeder auswandern etc. Aber du hast die Möglichkeit, zum Beispiel an den sichersten Finanzplätzen der Welt Konten zu eröffnen. Du hast die Möglichkeiten, international zu investieren. Vielleicht auch die ein oder andere Immobilie in entspannten Ländern, wo es einfach nach oben geht, wo die Renditen auch teilweise viel höher sind, als wir das im deutschsprachigen Raum haben. Oder ein Plan B und eine Aufenthaltsgenehmigung. Aus Paraguay ist ja ein Beispiel, da gibt es viel mehrere, die wir auch in unserer Community, auch vor Ort zum Teil besuchen und wo du die Möglichkeit hast oder wir dich quasi hier unterstützen können. Ja, dann auch das Thema Auswandern, zumindest vielleicht einfach die Option zu haben, weil Optionen geben dir Freiheit. Du hast keine Freiheit mehr, wenn du keine Option hast. Dann bist du gezwungen, dann muss eben nur das eine gemacht werden. Das haben wir ja während Covid erlebt, weil dann hatten wir auf einmal keine Option mehr, weil die Politik sie einfach weggenommen hat, beziehungsweise die Bürger haben es sich wegnehmen lassen. Weil eigentlich kann die Politik nichts tun, was die Bürger auch im Kollektiv nicht einfach mit sich machen lassen. Eigentlich diejenigen, die wirklich die Macht haben, das sind übrigens die Bürger. Wir haben alle die Macht. Wenn wir einfach aufstehen würden, dann würde das System von heute auf morgen könnte man das komplett verändern. Aber da das nicht gemacht wird, die Politiker eben immer peu à peu immer weitermachen. Aber übrigens genau davor hätten sie Angst, dass die Menschen sagen würden, nein,
wir machen hier nicht mehr mit. Wir haben alles durchschaut und jetzt reicht's. Das war's jetzt. Genau davor haben sie am meisten Angst. Deswegen schauen sie immer, wie weit das sie gehen können. Ist übrigens so ein bisschen so wie bei Eltern und wie bei Kindern. Also an sich sind die Bürger, das sind die Eltern, die haben die wirkliche Macht. Ja. Aber weil die Kinder, weil sich quasi die Kinder machen lassen, was sie wollen, ja, nutzen diese Kinder einfach diese Macht und gehen immer so weit, wie weit sie gehen können. Genauso ist es in der Politik und mit der Bevölkerung. Die Politiker sind die Kinder und wir sind die Eltern. Mal drüber nachdenken. Da steckt sehr, sehr viel Wahres dran, wenn man das ein bisschen reflektiert. Aber ich habe mir auch mal angeschaut, okay, was ist denn bei Geldanlagen, die nicht funktioniert haben? Was haben diese gemeinsam? Haben wir festgestellt, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die schiefgehen können. Aber es gab einen Hauptnenner, den ich im Prinzip überall definiert habe. Und das ist ein Learning, das ich gerne mit dir teilen möchte. Denn wenn es keinen Beweis, also keinen Track Record bei einer Geldanlage gibt, dann ist diese teilweise oder komplett spekulativ. Wenn die Gesellschaft zum Beispiel neu ist oder es eine komplett neue Anlagegattung ist. Und das muss dir klar sein. Du kannst auch gerne spekulieren bei deinen Dingen. Aber du musst nicht und du solltest dir einfach dessen bewusst sein, was du tust. Und das ist vielleicht sogar mit der wichtigste Faktor überhaupt und war für mich ein wichtiges Learning. Und auch dieser Bereich mit Internationalisierung noch mal intensiver ist ja etwas, was wir, wie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren machen. Aber hier, es ist eine unglaubliche Freiheit, was das für dich bedeutet, wenn du die Auslandskonten und auf den sichersten Finanzplätzen der Welt hast, verschiedene Investments, vielleicht Immobilien sogar an unterschiedlichen Orten, wo du passives Einkommen bekommst. Dann hast du da an diesen Orten, die auch möglichst entspannt und sehr, sehr angenehm sind, dann optimalerweise auch noch eine Plan-B-Aufenthaltsgenehmigung für dich und deine Familie. Kannst da vielleicht hin auswandern. Also hast einfach die besten Orte international und das ist die höchste Form der Sicherheit, die du haben kannst. Das ist ein weiteres Learning. Und ein anderes, das hatte ich mir so gedacht, als ich die Tage in Paraguay Freunde besucht habe. Und zwar, ich habe diese erste Mal getroffen, vor ziemlich genau 10 Jahren war das. Und wieder zurückgekommen und es hat sich unglaublich viel verändert. Jetzt nicht von der Art und Weise, sage ich mal, wir als Mensch, aber die familiären Verhältnisse, das beruflich hat sich verändert. Wir wollten in eine Pizzeria gehen dort, wie üblich, sehr schöne Pizzeria, wo wir standardmäßig hingegangen wären. Ja, die Pizzeria gibt es nicht mehr und so weiter. Und da ist mir auch noch mal eins klar geworden und auch passt auch sehr, sehr gut zu diesem Video. Ein Rückblick jetzt auf 10 Jahre jetzt. Und zwar, es gibt nur eine Konstante im Leben und das ist die Veränderung. Und wenn uns das klar wird, das heißt, das Leben, es wird im Prinzip in dieser Art und Weise nie wieder so sein wie heute. Was nicht heißt, dass es schlechter ist. Ich bin auch für viele Dinge extrem positiv. Wir müssen aber auch sehen, okay, das Leben, die Welt ist extrem polar. Das heißt, wir müssen das sehen und uns dann auch vorbereiten, so dass wir eben in der Pole Position auch zukünftig sind. Und es passt auch sehr, sehr gut zum Abschluss heute, und zwar die 10 Zukunftsthemen, wo ich dir empfehle, dass du diese ebenfalls auf deinem Bildschirm hast und berücksichtigst zukünftig. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt, aber so ein bisschen dieses Hundejaulen, das passt mir auch so ein bisschen dazu. Und ich weiß, die folgenden Themen sind jetzt nicht besonders lustig und ich würde mich auch freuen, wenn wir mehr über Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Welt sprechen und berichten könnten, aber vielfach ist es halt nicht so. Das Schöne ist, wir können immer etwas tun, konstruktiv, also neutral optimalerweise sehen, was ist, okay, und was können wir alle gemeinsam tun, erstmal für unser eigenes Leben auch und auch in unserer Gemeinschaft und mit den Menschen, die uns wichtig und lieb sind. Also, welche Zukunftstendenzen sehe ich ganz klar einfach als ganz klare Trends weiterhin und die nächsten Jahre und das nächste Jahrzehnt begleiten werden. Punkt Nummer 1. Die Industrialisierung in der EU, vor allem auch Deutschland, mit auch mehr Arbeitslosigkeit, mehr Problemen hier schreitet voran, da Politik, Ideologie wichtiger ist als der Bürger und auch dessen Wohlbefinden und dessen Wohlstand. Ich glaube, das konnten wir, wenn wir ehrlich reflektieren, die letzten 10 Jahre bereits sehr, sehr gut sehen. Und da haben wir erstmal keine Trendwende. Dann zweitens, Immigration und Kriminalität verschlechtert sich weiter, da der Politik, Ideologie wichtiger ist als Bürgersicherheit. Und da wird es zukünftig auch wichtig sein, viele Dinge zu hinterfragen, weil zum Beispiel viele, die aus komplett anderen Kulturkreisen reingekommen sind. Und da übrigens auch gar nichts dagegen, aber es ist halt immer wichtig, genauso wie dir zu Hause. Du wirst wahrscheinlich nicht jeden Menschen auf der Straße reinlassen in dein Zuhause. Ist auf jeden Fall nicht gut und sinnvoll für deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Familie, oder? Man schaut zumindest, wen man hineinlässt, oder? Ja, die Politik macht es genau andersrum. Einfach rein aus Kulturkreisen, die halt einfach
erstmal grundsätzlich schwer integrierbar sind und dann werden die auch nicht ordentlich integriert. Und das muss zu Problemen führen. Es geht gar nicht anders. Das ist gesunder, logischer Menschenverstand. Und auch, das heißt, auch diejenigen, die da sind, da werden vielfach, es ist jetzt ja viel einfacher, zum Beispiel den deutschen Reisepass zu bekommen. Ja, und dann statistisch sind es dann einfach ganz normale Deutsche. Also das sind auch so Dinge, die hinterfragt werden müssen, auch zukünftig. Da wird die Politik auch wieder viele Nebelkerzen weiterhin zünden. Dann Punkt 3, totalitäre finanzielle Kontrolle schreitet voran durch den digitalen Euro und digitale ID. Der digitale Euro, der programmierbar ist und wo alles gesteuert werden kann zukünftig, also zum Beispiel mit Verfallsdatum, dass Sachen viel einfacher eingefroren werden können und so weiter. Das ist bereits in der Schublade und vermutlich wartet die EU einfach auf die nächste große Krise. Und die wird kommen. Und auch die digitale ID 2027 verpflichtend für jedes Land dort draußen. Und hier kann wirklich alles verknüpft werden. Sowohl deine Einkünfte, deine Unternehmen mit deiner digitalen ID, alles rund um das Thema Finanzen, auch Fortbewegung, wie zum Beispiel Flüge, Züge etc. können dann an eine digitale ID geknüpft werden. Ja, und die kann, so wie sie erschaffen wurde, ja, auch ausgeschalten werden, ähnlich wie einem Knopf. Das heißt, wir müssen aufpassen, wie Systeme zukünftig und auch mit den Nachteilen der Digitalisierung zukünftig aussehen können und werden. Wir gestalten das. Deswegen brauchen wir Bewusstsein für solche Themen und deswegen gehen wir sie auch durch. Weil ansonsten, ja, wie gesagt, einfach nur so Vogel-Strauß-Taktik wird uns nicht weiter voranbringen. Dann Überwachungsstaat und Wahn nimmt zu. CAS, das heißt internationale Finanzdaten mit Finanzämtern werden ausgetauscht, immer mehr, genauso mit Krypto, CARF. Dann Immobilienregister ist zukünftig geplant, das EU-Vermögensregister. Das sind alles Kontrolldinge, ja, für den komplett gläsernen Bürger, was in dieser Art und Weise zum Beispiel auch in der DDR niemals gegeben hat. Dann geopolitische Konflikte, Kriege und Neuordnung. Immer, wenn zum Beispiel Schuldenzyklen dann also explodiert sind nach oben im Negativen, und dann auch Staaten ja, vor der Frage standen, wie geht es wie, wo weiter. Dann wurden auch geopolitische Spannungen immer wahrscheinlicher, immer größer. Und auch das ist das, was wir erleben am Ende eines großen Zyklus. So im Schnitt alle 2 Generationen. An diesem Zeitpunkt sind wir aktuell bereits wieder angelangt. Deswegen glaube ich auch persönlich, dass die politische Landschaft ganz anders aussehen wird. Wir sehen es bereits, die USA ja am absteigenden Ast, BRICS, allen voran China, ja, mit einem starken Aufwärtsdrang. Und da wird auch viel mehr Zukunft sein in asiatischen Ländern, genauso wie auch in Südamerika, auch teilweise in Afrika. Da werden sich Zukunftstendenzen weiterhin ergeben. Ja, in Europa haben wir eine klare Tendenz ebenfalls. Die EU wird bereits zur Kriegs- und Angstunion ausgebaut. Also die Verschuldungen türmen sich, wie gesagt, keine Diplomatie, sprich auf keinen Fall miteinander, sprich nur übereinander, das möglichst negativ. Ja, das ist genau das Rezept, um potenzielle Kriege anzuzetteln, um sich weiter zu entfernen, ja, und es immer weiter eskalieren zu lassen. Und die Bevölkerung, die schaut zu, macht sich Sorgen, wird aber bereits daran gewöhnt. Und wer soll diesen ganzen Rüstungswahn bezahlen? Ganz genau. Du weißt Bescheid. Nicht die Politiker selber. Die verwalten ja nur die Gelder der anderen, die es verwalten lassen in dieser Art und Weise und die einfach zuschauen, obwohl sie es eigentlich jederzeit verändern könnten. Dann die Auswanderungsproblematik wird weiter zunehmen. Die Leistungsträger wandern ab. Ja, ist ganz einfach. Wenn man sich selber immer mehr als Melkkuh fühlt und da irgendwie so das Gefühl hat, ich bekomme immer weniger dafür, was ich eigentlich reingebe. Es ist also keine gesunde Beziehung, ja, zwischen dem Bürger und dem Staat. Wenn man irgendwann sagt, jetzt reicht es irgendwann. Das ist übrigens genauso wie in einer normalen Beziehung. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man wird nur ausgebeutet und man kriegt nichts dafür, was wird man tun? Ja, dann macht man Schluss. Ja, und dann trennt man sich. Also auch hier selbiges Prinzip, was wir bei immer mehr Menschen in der Bevölkerung sehen. Ich kann das verstehen. Viele haben natürlich sehr, sehr gute Gründe, dass sie auch gerne zum Beispiel in Deutschland sind und dass sie auch sehr, sehr gute Gründe dafür haben. Man muss auch nicht auswandern, möchte ich an dieser Stelle auch mit dazugeben. Aber zumindest Optionen zu haben oder einen Plan B halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Entscheiden muss es ja letztendlich jeder selber. Dann der Punkt 8, Verschuldungen ufern weiter aus. Milliarden und Abermilliarden und Billionen. Und die eigentlichen Zahlungsverpflichtungen, die sind ja nochmal ein deutliches höher als offiziell ausgewiesen. Und jetzt einfach mal drüber nachgedacht. Dieser ganze Schlamassel, der muss irgendwann bezahlt werden. Und was glaubst du, wo die Politik vorhat, wer es bezahlen wird? Ganz genau. Punkt Nummer 9.
Neue Pandemienvorbereitung, wir haben das ja aktuell bereits erlebt. Ja, ein neues Virus und auch die WHO und Gesundheitsexperten wie Bill Gates, die sagen ja bereits, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Virus kommt. Was natürlich, ja, wenn man jetzt möglichst viel steuern möchte, ist das natürlich optimal. Und die WHO als eine nicht demokratisch legitimierte Institution, ja, bereitet ja da sehr, sehr viel vor, dass sie da möglichst viel zentralisierte Macht haben. So wie in sozialistischen Regierungen ebenfalls, also möglichst viel zentralisiert. Da kannst du davon ausgehen, dass die Bevölkerung möglichst wenig zu sagen hat und möglichst viel zu gehorchen. Haben wir historisch auch immer und immer wieder gesehen. Also alles nichts Neues, ist also einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Und KI 10 rollt die Welt auf. Der Wandel wird schneller und intensiver denn je. Ich persönlich, das ist meine Einschätzung, ich glaube, alleine schon mit diesem Punkt wird die Welt in 10 Jahren nicht wieder zu erkennen sein im Vergleich zu heute. Ich glaube, die letzten 10 Jahre waren Kindergarten im Vergleich zu dem, was zukünftig kommt. Dazu möchte ich jetzt gar nicht Angst machen, denn ich glaube immer an Chancen, ich glaube immer an Möglichkeiten. Ich schätze aber auch aus den Erfahrungswerten der letzten 10 Jahre, nur wenige Prozent aller Menschen werden diese nutzen. Also ich glaube deswegen, die Welt wird nochmal deutlich extremer und polarer werden. Diese klare Tendenz haben wir bereits und KI wird dazu beitragen. Wird also zu gewaltigen Vermögenskonzentrationen führen, also sehr, sehr wenige, die viel haben und sehr viele, die wenig haben. Und die es auch sehen und verstehen, was da kommt. Es ist einfach aktuell nicht die Zeit zum Ausruhen. Es ist die Zeit, wirklich etwas zu tun und proaktiv zu sein und hinzusehen, was ist. Nicht mit Angst, sondern auch, okay, ja, was sollte ich jetzt als nächstes tun, um vorbereitet zu sein für das, was auf uns zukommt. Und deswegen, es gibt ja manche, die sagen, ja, wir hatten ja schon öfter industrielle Revolution etc. Und das verstehe ich auch wunderbar und das ist absolut korrekt. Ich persönlich glaube aber nicht, dass diese vergleichbar sind, weil wir diesen technologischen Faktor, der wirklich sich auf das ganze Welt, also auf die gesamte Wirtschaft, auch wirklich im Prinzip jeden Lebensbereich auswirken wird, in dieser Art und Weise es eben noch nicht gab. Einfach mal nur so als Beispiel. Wir werden zukünftig Millionen von Robotern haben. Jedes Mal, wenn einer dieser Roboter, und die lernen jeden Tag Hunderte, vielleicht Tausende neue Dinge mit dazu in ihrer Arbeit. So, die sind alle miteinander vernetzt. Das heißt, was ein Roboter lernt, haben dann alle zur Verfügung. Das heißt, es geht weiter, exponentiell weiter. Und das ist ein normales Leben. Und auch die menschliche Natur ist nicht auf dieses exponentielle Wachstum ausgelegt. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, meine Überzeugung, in 10 Jahren wird diese Welt nochmal drastisch anders aussehen als heute. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv damit. Und in welche Richtung geht das Ganze? Wie können wir uns optimal darauf vorbereiten? Und übrigens auch der Grund, deswegen haben wir auch mit KI Kompass eine neue KI-Community auch gegründet. Genau dieser Grund, weil das sind einfach die Big Points, das sind wichtige Themen. In dem Sinne, wenn du vielleicht auch sagst, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, mit zum Beispiel auch einem persönlichen Coach, sei es jetzt von mir oder auch mit meinem Team, dann hast du die Möglichkeit, du kannst dich gerne für ein kostenfreies Telefonat eintragen. Vielleicht passt es ja, wir hier zusammen, dass wir dich da auch begleiten können, dass du da möglichst gut, sicher durch diesen großen Wandel kommst. Da je schneller und je besser wir diese Sachen umsetzen, desto besser wird unsere Zukunft sein. Von dir selber, ja, von deiner Familie, von deinen Lieben und von uns als Gesellschaft. In dem Sinne, wir sehen uns allerspätestens wieder nächsten Freitag. Ich freue mich auf dich beim nächsten Tippvideo. Gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen und vor allem unsere wöchentliche Freitagsmail, da sind immer alle Themen drin. Also, ganz liebe Grüße hier aktuell aus dem entspannten Paraguay. Bis nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann.